In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man einen Expert Advisor erstellen kann, der in der Lage ist, die Richtung der letzten geschlossenen Position zu ermitteln. Um das zu tun, klicken Sie bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen simpler letzter Ordertyp, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der OnTick-Funktion gelöscht werden und wir entfernen auch die 2 Kommentarzeilen. Zunächst möchten wir feststellen, ob wir keine offenen Orders haben, denn wenn das der Fall ist, müssten wir Testpositionen eröffnen. Natürlich würde man so etwas nicht auf einem Echtgeldkonto machen, aber wir brauchen ja eine Position, um herausfinden zu können, welches die Richtung der letzten Position war. Darum verwenden wir den Order-Send-Befehl, um eine Buy- und eine Sell-Position auf einem Demokonto zu eröffnen. Dafür sind Demokonten ja gut. Außerdem möchten wir eine Chart-Ausgabe erstellen. Das übernimmt der Command-Befehl. Der wird uns den Text "Meine letzte Position war" ausgeben. Und hier holen wir uns über eine Funktion mit dem Namen getLastOrderType die Details zur letzten geschlossenen Position. Diese Funktion existiert aber noch nicht, darum müssen wir die jetzt noch erstellen. Hier ist mir die Klammer verrutscht, die gehört hier hin. Unsere benutzerdefinierte Funktion soll den Namen getLastOrderType haben und einen String, also eine Textkette, zurückgeben. Innerhalb der Funktion erstellen wir uns einige Variablen für die Details. Dann nutzen wir einen For-Loop, um die komplette Orders History durchzugehen. Das würden wir so lange machen, bis keine offenen Positionen mehr übrig sind. Im Anschluss nutzen wir Order Select für den aktuellen Schleifenzähler, um eine Position zu selektieren, die sich in der Orders Historie befindet. Dann prüfen wir, ob das Symbol, also das Währungspaar für die Position, mit unserem Chart übereinstimmt. Und da wir ja die Richtung nur für die letzte Position benötigen, prüfen wir hier zusätzlich, ob es sich auch um die letzte Order handelt. Und nur wenn das der Fall ist, dann berechnen wir hier den Profit der letzten Order, indem wir die Werte für Order Profit, Order Swap und Order Kommission addieren. Des Weiteren prüfen wir, ob der Order Type den Wert OP_Buy hat. Wenn das so ist, dann setzen wir den letzten Order-Typ hier auf Buy Order. Im anderen Fall, wenn der Order-Typ den Wert OP_Sell zurückgibt, dann setzen wir den Order-Typ auf Sell Order. Anschließend speichern wir den letzten Order-Typ und den Profit in unserem Resultat ab. Und zum Schluss nutzen wir hier den Return-Befehl, um unser Resultat an das Hauptmodul wieder zurückzugeben. Das war's auch schon soweit. Falls Ihnen das hier zu schnell ging oder wenn Sie keine Ahnung haben, was diese Codezeilen hier bewirken sollen, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst eines der anderen Videos aus der Grundlagenserie noch einmal anschauen. Vielleicht ist aber auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Und das hier war übrigens wieder ein Vorschlag von einem Premium-Kurs-Mitglied. Falls Sie also bereits Premium-Mitglied sind und eine Idee für so ein Video haben, dann schicken Sie mir doch einfach ein E-Mail. Für den Moment klicken wir hier mal auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Das hat bei mir ohne Fehler funktioniert und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann können Sie jetzt hier oben auf dieses kleine Symbol klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Bitte wählen Sie hier die neu erstellte Datei simpler letzter Ordertyp.ex4 aus, markieren Sie die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier läuft unser Expert Advisor auch schon los. Wir haben eine Buy- und eine Sell-Position. Ich beschleunige das hier mal kurz. Und jetzt wurde die Sell-Position geschlossen. Unser Expert Advisor zeigt das auch an. Unsere letzte Position war eine Sell-Order mit einem Profit von -4,6 €.
Das finden wir dann auch hier in der Ansicht für die Ergebnisse wieder. Unser Expert Advisor funktioniert also wie gewünscht. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie mit MQL4 die Richtung für die letzte geschlossene Position ermitteln können. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier im Meta-Editor.